Willkommen zu einer Ausgabe von Das Problem mit mir, Florian Streletz. Und das nicht aus meinem Wohnzimmer in Berlin, sondern heute aus Israel. Denn ich habe die Show in einen sehr großen Koffer gepackt, für den ich definitiv zu viel bei der Lufthansa bezahlen musste, weil ich ihn unbedingt als Handgepäck bei mir haben wollte. Denn ich vertraue seit der Sache vor ein paar Jahren, als die Show aus London kam, der Lufthansa nicht mehr. Während ich nämlich in London war mein Gepäck auf Tour mit den Red Hot Chili Peppers. Scheinbar ist mein Koffer ein echt guter Bassist, nur nicht in London bei mir. Oder zumindest erst, als ich schon lange wieder in Berlin war. Und weil es in Israel schon eine eigene Lately Show gibt, ich war jung und brauchte das Geld, gibt es heute mal das Problem mit Florian Streletz. Zudem gilt hier in Israel eine andere Art von Urheberrechtsreform, die einem 100 Tage Gefängnis aufbrummt, wenn man nicht mindestens einmal Gal Gadot in seinem Video erwähnt. Die hier übrigens vor den schlechten Kritiken von Wonder Woman 1984 wegrennt. Oder wie der Film in Israel hieß, Wonder Woman, eine Gal Gadot-Doku. Und während wir im letzten Winter unsere Boosterimpfung machten, also gerade einmal die 3. Impfung, lief hier in Israel schon die 4. Runde. Nur genau das bringt uns auch heute zu unserem Problem. Dafür müssen wir nur einmal kurz zurückspringen zum Ende des Jahres 2019. Und was war die Welt damals noch in Ordnung? Marvel-Filme enttäuschten einen weiterhin mit immer dem gleichen Ende. Zudem waren damals schon Wladimir Putin und Mohammed bin Salman Ehrenvorsitzende im Club der blutigen Hände. Und als ob das noch nicht scheiße genug gewesen wäre, kam ein junges und noch unschuldiges Virus auf die Welt, beziehungsweise ließ sich selber auf die Welt los. Achso, Spoiler, falls das jemand in den letzten fast 3 Jahren irgendwie verpasst hatte, mitzubekommen. Dann erst einmal Glückwunsch zu 3 Jahren ausgenockt sein, hoffentlich nur nicht durch ein Date mit Bill Cosby oder Prince Andrew. Ende 2019 kam es in China, in der Gegend von Wuhan, zu auffällig vielen Lungenerkrankungen. Genauer gesagt in der Gegend, wo zufälligerweise auch das einzige Labor in China steht, in dem mit Coronaviren experimentiert wird. Vor allem an Fledermäusen. Und sollte mal eine abhauen wollen, dann wird diese definitiv von diesem Zaun aufgehalten. Leute, wenn man an Tieren experimentiert, die fliegen können, dann sollte man nicht nur einen 1,50 Meter hohen Zaun um das Labor machen, sondern wie im Zoo eine ganze Kuppel drüber machen. Außer natürlich, die Fledermaus denkt sich, nein, die einzige Schwäche, die Fledermäuse haben, sind, neben dem Joker, 1,50 Meter hohe Zäune, wo wir doch nur 1,49 Meter hochfliegen können. Liegt an diesem komischen Umrechnungsfaktor von Meter zu chinesischem Meter, das immer umzurechnen macht, dass die nur 1,49 Meter hochfliegen können. Jedenfalls gab es dann so viele Lungenerkrankungen, dass dies dem chinesischen Augenarzt Li Wenliang auffiel und er eine Warnung an den örtlichen Gesundheitsbeamten schickte. Und ich weiß ja nicht, wie die Abläufe in China sind, bei dem Verdacht, ein hochansteckendes Virus entdeckt zu haben, aber wenn ein verdammter Augenarzt schon Lungenerkrankungen entdeckt, dann sollte man auch als chinesischer Gesundheitsbeamter sofort zum Hörer greifen und als erstes 10 Minuten lang dort reinschreien, damit die nächste Ebene schneller bemerkt, wie sehr die Kacke am Dampfen ist. Tat aber keiner. Sondern Li Wenliang starb leider selber später an dem Virus, das wir heute als Covid-19 kennen. Und anstatt jetzt sofort international Alarm zu schlagen, machte die chinesische Regierung um Xi Jinping genau das Gegenteil. China hätte ohne Probleme einen Lockdown im November 2019 in Wuhan machen können, plus alle Verbindungen streichen und Covid-19 wäre ein Covid-19 geblieben. Und dass die Chinesen Lockdowns besser können als jedes andere Land, zeigten sie auch danach, als das Virus schon lange in den Brunnen gefallen war. Nur leider dort das Wasser verseuchte und es noch gefährlicher wurde. Nur tat das China nicht im November 2019. Warum nicht? Weil sie Angst hatten, dass ein Virus aus China negative Folgen hätte für das weltweite Ansehen von China. Das verfickte China hatte mehr Angst, dass wir anderen coolen Highschool-Kids es dissen wegen einem Virus, anstatt zum Beispiel wegen der massiven Verletzung der Menschenrechte dort. Nur als rauskam, dass in China ein gefährliches und hochansteckendes Virus ausgebrochen war, war es schon zu spät und Corona verteilte sich in der Welt. Wie hier, also nicht hier in Israel, sondern bei dir,
hatten wir 2020 nur das Glück, dass wir uns lange der drohenden Gefahr nicht bewusst waren und dass alle anderen Länder um uns herum schneller den Laden dicht machten, als die Kindergärten die Türen verbarrikadieren, wenn die Fahrer Mittagspause haben. Dementsprechend gingen wir zwar relativ spät in den ersten Lockdown und retteten vermutlich damit trotzdem vielen Menschen das Leben, aber immerhin machten wir auch einen. Später sollte einen Lockdown zu machen ja nicht mehr so en vogue sein. Klar war der erste Lockdown nicht so cool, wie wir uns das vorstellten. Zum einen mussten wir uns jetzt selber um unsere Kinder kümmern und die nicht mehr 8 bis 10 Stunden am Tag an Kindergärten und Schulen outsourcen. Keine Ahnung, was sie da machen, aber körperlich anstrengend kann das nicht sein, so aufgedreht wie die Kids am Abend wieder zurückkommen. Ich tippe ja auf Koks. Entweder verpacken die das da oder schliefen es 8 Stunden am Tag. Hoffentlich strecken sie es, so wie ich, mit Kinderschokolade. Und zum anderen lernten wir zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, fast wehrlos gegenüber einer viralen Infektion zu sein. Genauso wehrlos wie gegen jede aus Lagerkoller entstandene und noch so bescheuerte Challenge auf sozialen Netzwerken. Wie zum Beispiel esslöffelweise Zimt zu essen, was sich übrigens genauso anfühlt, wie ich mich gestern gefühlt hatte, als ich 5 Minuten in einer echten Wüste stand und den Sand vermutlich niemals mehr aus meinem Körper bekommen werde. Oder Challenges, wo Kids Spülertabs in den Mund nahmen. Also auch da kenne ich sympathischere Wege zu sterben, wie die 5 Minuten gestern in der Wüste, die mich verbrannt haben, trotz Hut und Kleidung. Nur wurde irgendwann das Wetter besser und damit ging einher, dass das Virus scheinbar mehr der nordische Typ ist, wie ich, und Angst vor Sonnenbrennen hat und sich dementsprechend erst einmal zurückzog. Und endlich hatten wir wieder die Chance, in der Welt herumzureisen. Nach 2 Monaten, die wir zu Hause sein mussten mit unseren Liebsten, spürten wir wieder den Drang, rauszuziehen in die Welt, häufig weg von unseren Liebsten. Nur leider trotzdem oftmals mit diesen im Gepäck. Und so hatten wir endlich nach langen Monaten des Verzichtes im Lockdown, immerhin mussten wir zu Hause bleiben und hatten nur 99% der Freiheit, die wir auch ansonsten immer haben. Jetzt endlich wieder die Chance zu haben, uns an jedem offenen Buffet, selbstverständlich ohne Niesschutz, im Ausland alle Arten von Diarrhoe einzufangen. Hauptsache raus und kein Virus mehr. Außer einem Magen-Darm-Virus. Und wie immer kam aber das Virus mit einem großen Knall zum Herbst 2020 zurück, weil wir leider nur beim Genießen unserer wiedergewonnenen 100%igen Freiheit vergaßen, vielleicht das Mindeste zu machen, um im Herbst besser vorbereitet zu sein als am Anfang des Jahres. Haben wir aber nicht. Deshalb wurden wir dann im Herbst 2020 härter von Corona gefickt, als das Leben Attila Hildmann je gefickt hat. Nicht zu vergessen, lernen wir immer neue Begriffe kennen wie Inzidenzen, Herdenimmunität und Durchseuchung, beziehungsweise Herdenimmunität durch Durchseuchung. Das Problem bei einer Durchseuchung ist leider nur, dass Corona eben nicht immer Corona bleibt, sondern gerne mutiert. Dann hilft es nicht, wenn alle die alte Variante hatten, die neue aber auch wieder bekommen können und damit auch immer wieder Gefahr laufen, an Long-Covid zu erkranken. Da das verfickte Virus eben nicht nur mal kurz da ist, sondern auch Organe langfristig schädigen kann. Und das macht eine Durchseuchung zu einem viralen russischen Roulette. Oder der Begriff Inzidenzen. Wobei ich immer dachte, dass Inzidenzen bedeutet, dass viele Niedersachsen zu sehr in der eigenen Verwandtschaft nach dem passenden Partner gesucht haben. Aber hier können wir sehen, wie wir im Herbst 2020 die 2. und 3. Welle erleben mussten, die im Gegensatz zum Ende 2021 kleine Inzidenzhupsel werden sollten. Nur genau das ist das Problem mit Corona. Hey, nur 30 Minuten, bis ich den Titel dieser Folge genannt habe. Corona verschwindet nicht so einfach. Auch bei der Grafik konnten wir sehen, wie scheinbar immer im Sommer Corona Urlaub von uns gemacht hat, um dann umso härter im Herbst wiederzukommen. Selbst nachdem wir eine Impfung gegen Corona entwickelt hatten und es besser werden sollte. Nur scheinbar wurde direkt neben BioNTech auch zeitgleich bei Assitec der erste Corona-Impfgegner geklont. Aus den Bioresten einer NPD-Weihnachtsfeier. Also 30% Neonazi und 70% Currywurst-Reste. Nun könnte man natürlich anmerken, dass es doch Aufgabe der Bundesregierung gewesen wäre, uns besser zu schützen. Sowohl 2020
als auch 2021 und vielleicht auch 2022. Ja, in einer perfekten Welt wäre dem so. Da aber alleine schon der Begriff Lockdown so verbrannt war Ende 2020, versuchte die damalige Bundesregierung zwischen 2021 und 2022 sich um einen Lockdown herumzuschiffen, wie ansonsten nur Jens Spahn kritischen Fragen in einem Maskendeal-Untersuchungsausschuss. Vermutlich hatte die CDU um Angela Merkel 2021 auch nur die Sorge, dass sie mit einem Lockdown die Wahlchancen von Armin Laschet zu sehr schmälern würde. Zumindest mehr, als er selber könnte. Der hier noch einmal zeigt, wie er Gary Cooper beim Duell um 12 Uhr mittags erledigen will. Gar nicht mal so dumm, mit einem nicht gewaschenen Finger. Nur nichts zu machen oder nur zu hoffen, die Zeit irgendwie zu überstehen, ist genau das andere Problem mit Corona. Denn dem ist es scheißegal, ob man im Sommer schön Urlaub macht auf den Toiletten dieser Welt, wegen dem Buffet vor Ort. Es wartet nur auf seine Chance. Und die ist massiv gestiegen seit den neuen Hygieneregeln der neuen Bundesregierung, die im April eingeführt wurden. Nach langem Ringen einigten sich die Minister für Gesundheit und Justiz auf einen sogenannten Basisschutz. Danach gilt die Maskenpflicht bundesweit dann nur noch in Pflegeheimen und Kliniken, im Nahverkehr in Zügen und Flugzeugen, eine Corona-Testpflicht nur noch in Pflegeheimen und Schulen. Diese Einigung sieht auch vor, dass die Länder schärfere Auflagen in regionalen Hotspots anordnen können, etwa 2- oder 3G-Regelungen. Die Folge wäre wohl ein Flickenteppich. Ich habe noch nie etwas gegen Flickenteppiche gehabt, denn wir müssen doch angemessen reagieren. Und warum soll, wenn ein Hotspot in Bayern zum Beispiel ist, in Schleswig-Holstein, wo keine Überlastung des Gesundheitswesens droht, wo wir eine hohe Impfquote haben, warum sollen die Menschen da Masken tragen? Vielleicht, um nicht selber auch zum Hotspot zu werden? Nur mal so ein Gedanke, einfach in den Raum geworfen, nach nur 3 Jahren, in denen wir gelernt haben, wie schnell sich Corona verbreitet. Wir hatten ab Februar Neuinfektionen von 200 bis 300.000 am Tag. Und als Konsequenz daraus schafft man alle Corona-Maßnahmen ab und delegiert das wieder zurück in die Länder? Sind das zufälligerweise dieselben Länder, die am Anfang der Krise schon nicht wussten, was sie machen sollten und jeder das machte, was für ihn gut war, also für die Wiederwahl? Als jeden Tag hunderte Menschen bei uns starben und ein gewisser Armin Laschet in NRW schon damals meinte, dass es doch mal gut sein sollte mit diesen doofen Maßnahmen, die Menschen schützen sollen. Hat da mal einer nachgeguckt, ob nicht Corona sein größter Spender bei der Bundestagswahl war? Bild Armin und Coroni, denn beide machen Corona wieder great. Wir hatten schon damals im März, April täglich 100 bis 300.000 Neuinfektionen und als Maßnahme dagegen ist es keine Maßnahme dagegen mehr zu haben? Anstatt also lieber die Zügel noch einmal anzuziehen und zu versuchen, die Infektionszahlen mit schärferen Corona-Maßnahmen zu bekämpfen, glaubte unsere Bundesregierung, uns mit umgekehrter Psychologie zu kriegen? Ja, leck doch hier den Türknopf wieder ab und du brauchst auch keine Impfung mehr. Natürlich müssen wir im 3. Jahr Corona lernen, mit Corona zu leben. Aber das heißt eben nicht, wie der Fußballtrainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, der hier zeigt, wie groß sein Gesundheitswissen so ist, meinte, dass wir lernen müssen, mit Corona zu leben und Infizierte nicht mehr in Quarantäne schicken sollen, weil das total doof für die ist. Total doof, dann keine anderen mehr anstecken zu können. Der letzte Österreicher, der übrigens so einen darwinistischen Scheiß gelabert hat, hat sich später zu Recht in einem Bunker erschossen. Ja, wir leben in einer Corona-Diktatur. Jetzt nicht die ominöse von unserer Bundesregierung, denn die alte und neue haben beide deutlich gezeigt, dass sie mit Corona überfordert sind. Und ich meine damit auch nur zum Teil die 20 Millionen, die sich noch nicht haben impfen lassen, wegen derer wir in dieser endlosen Spirale von Welle zu Welle gefangen sind. Die zwar bestimmt nicht alle Corona-Leugner sind, aber zumindest großteils dumm sind, lieber ohne einen Schutz gegen ein Virus herumzulaufen, das bereits Millionen Menschen weltweit getötet hat. Und wenn denen diese Millionen Menschen egal sind, weil Ausländer, dann waren da mehr als 30% Neonazi beim Klon drin. Sondern wir sind gefangen in einer Corona-Diktatur, in der wir beschlossen haben, mit Corona zu leben. Aber nicht zu leben, indem wir weiter dafür sorgen, dass Corona so klein wie möglich bleibt,
sondern indem wir vor Corona kapituliert haben. Damit helfen wir nur der nächsten Mutation von Corona und nicht uns. Bringen wir aber nach fast 3 Jahren Corona etwas mehr Eigenverantwortlichkeit mit, indem wir freiwillig in Supermärkten eine Maske tragen oder uns mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen, dann lernen wir mit Corona zu leben, Corona klein zu halten und vielleicht eines Tages sogar doch zu besiegen. Wir können Corona aber nicht besiegen, indem wir uns lieber ins Corona-Schwert werfen, als in die Nadel einer Corona-Impfung. Nur dies alles heute nicht zu können oder nicht zu wollen, ist leider weiterhin genau das Problem mit Corona. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, dann natürlich mit einer neuen Ausgabe Lately News, auch aus Jerusalem selbstverständlich. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.